Hallo everybody. Heute werden wir uns mit der Wurzelgesetz beschäftigen. Wir werden versuchen, ohne Taschenrechner die Wurzel von 196 zu ermitteln. Dafür empfehle ich euch, die Primfaktorzerlegung anzuwenden. Das heißt, ich versuche jetzt mal eine Zahl 196 zu zerlegen. Dann teile ich das erstmal durch die kleinste Primzahl. Ich habe hier eine Zahl mit 6 am Ende. Das heißt, seine kleinste Primzahl könnte 2 sein, weil ich 6 durch 2 teilen kann. Dann ergibt sich eine Integer, eine Konstantzahl, dann Dezimalzahl. Deswegen ist die kleinste Primzahl von der Zahl 196 2. Deswegen teile ich erstmal das durch 2. Dann erhalte ich hier 196. Dann habe ich hier 19 davon. 19 durch 2 brauche ich mindestens 9, weil das macht dann 18 und das 1, was übrig bleibt, weil ich 19 minus 18 habe, ist dann mit 6 gekoppelt, dann macht 16, dann brauche ich nochmal 8, um das hier als Integer zu haben. Das heißt, wenn ich 2 mal 98 mache, dann erhalte ich 196. Dann teile ich das noch durch 2, weil ja, das endet halt mit 8 und 8 hat als kleinste Primzahl 2, deswegen teile ich das noch durch 2 und dann nehme ich die erste Zahl durch 2, ist ungefähr gleich, ich brauche eigentlich 4, also die kleinste Zahl, mit der ich 2 multiplizieren kann, um ungefähr eine Zahl kleiner als 9 zu bekommen. Das ist 4. 2 mal 4 ist 8 und dann bleibt übrig hier ein 1, wenn ich 9 minus 8 habe und dieses 1 schreibe ich da hinten 8, dieses 8 hier. Und das teile ich jetzt wieder durch 2, deswegen ergibt sich ja 9. Dann habe ich 79, ich glaube, das ist jetzt einfacher, wenn ich das hier durch 7 teile, das passt halt, dann ergibt sich direkt jetzt 7 und nochmal 7. Dann bekomme ich 1, 1. Somit kann ich die Zahl 196 als 2, 1, 2 hoch 2 mal 7, 1, 2 zum Quadrat und mal 1. Damit kann ich so schreiben, das ist gleich Wurzel von 2 zum Quadrat mal 7 zum Quadrat. Ein anderes Wurzelgesetz besagt, dass die Wurzel von a mal eine andere Zahl b, also wenn ich schaffe, zwei Funktionen oder Zahlen miteinander zu multiplizieren in einer Wurzel, dann könnte ich sagen, das ist genau gleich die Wurzel von a mal die Wurzel von b. Wenn ich das jetzt anwende, dann erhalte ich hier Wurzel von 2 zum Quadrat mal Wurzel von 7 zum Quadrat. Ja klar, die Wurzel von 2 zum Quadrat ist genau gleich 2. Wie erhalten wir das? Wenn ich die Wurzel von einer Zahl habe, dann weiß ich, dass es genau die Wurzel ist genau diese Zahl hoch 1/2. Also das ist die Quadratwurzel. Ich könnte auch so schreiben, beziehungsweise das ist auch so zu schreiben. Die Quadratwurzel, deswegen 1 durch 2. Wenn ich die Kubikwurzel habe, dann könnte ich das noch umschreiben als a hoch 1/3. Einverstanden? Super. Also hier habe ich die Quadratwurzel. Deswegen kann ich das nur als 2 hoch 2 mal 1/2 mal 7 hoch 2 mal 1/2. Noch ein anderes Wurzelgesetz. Wenn ich eine Zahl a hoch b hoch c habe, also a hoch b und c haben, dann ist es gleich a mal b mal c. Also b wird multipliziert mit c. Damit erhalte ich hier 2 hoch
1/2, das ist 2 hoch 1 bzw. 2 mal 7 hoch 1/2, das wäre 2. 7 hoch 2 mal 1/2 und das ist 7, sorry. Damit erhalte ich 14, also die Wurzel von 169 beträgt 14. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Kommentar. Gebt mir auch weitere Lösungswege, die ihr kennt. Und wir sagen bis dann.